Lektion 1. Geld ist wichtig. Guten Morgen, Anna. Kann ich die Kaution in bar oder per Kreditkarte bezahlen? Hallo John, Sie können entweder mit Bargeld oder Kreditkarte bezahlen. Was bevorzugen Sie? Ich denke, ich werde meine Kreditkarte verwenden. Es ist bequemer. Fallen Gebühren an? Für Kreditkartenzahlungen kann eine geringe Gebühr anfallen. Haben Sie sich im Büro erkundigt? Ich habe es noch nicht getan. Ich werde auf jeden Fall nachfragen. Was ist mit dir? Wie zahlen Sie normalerweise? Für kleine Einkäufe nutze ich oft Bargeld. Es hilft mir, besser zu budgetieren. Das ist ein kluger Ansatz. Behalten Sie den Überblick über Ihre Ausgaben. Ja, ich verwende eine App, um meine Ausgaben zu verwalten. Es ist wirklich hilfreich. Klingt nützlich. Das könnte ich auch versuchen. Irgendwelche App-Empfehlungen? Ich mache mit. Es ist benutzerfreundlich. Du solltest es versuchen. Ich werde. Gerade bei großen Ausgaben ist es wichtig, den Überblick über die Finanzen zu behalten. Lektion 2. Eisepläne. Hi Anna, ich habe gehört, dass du eine Reise planst. Haben Sie Ihre Unterkunft schon gebucht? Hallo John, ja, ich habe ein gemütliches Hotel in Strandnähe gebucht. Was ist mit dir? Ich schaue mich immer noch um. Ich möchte einen Ort mit guten Bewertungen. Warum haben Sie sich für dieses Hotel entschieden? Die Bewertungen waren großartig und das Frühstück ist im Preis inbegriffen. Das ist ein großes Plus. Das klingt perfekt. Ich liebe es, wenn Mahlzeiten inbegriffen sind. Haben Sie Aktivitäten für Ihre Reise geplant? Ja, ich möchte das Surfen ausprobieren und lokale Märkte erkunden. Was machst du im Urlaub gerne? Ich liebe Wandern und das Erleben der Natur. Es ist so erfrischend. Entspannen Sie lieber oder sind Sie auf Reisen lieber aktiv? Ich mag eine Mischung aus beidem. Ein kleines Abenteuer und etwas Zeit zum Entspannen am Strand. Das ist eine gute Balance. Reisen Sie alleine oder mit jemandem? Ich gehe mit einem Freund. Wir haben immer viel Spaß zusammen. Reisen Sie normalerweise mit Freunden oder der Familie? Ich reise gerne mit Freunden. Es macht das Erlebnis noch lustiger. Lektion 3. Gruppgespräche. Hallo Anna, wusstest du, dass in den 1840er Jahren die Hauptnahrungspflanze Kartoffeln waren? Hallo John, das ist interessant. Was ist damals mit Ihnen passiert? Sie wurden von der Seuche infiziert, was zu einer großen Krise führte. Das muss schrecklich gewesen sein. Wie sind die Menschen damit umgegangen? Viele waren von einer Hungersnot betroffen, die das Migrationsverhalten veränderte. Hast du darüber gelesen? Ja, es ist faszinierend, wie sich Ernährungssicherheit auf die Gesellschaft auswirkt. Was halten Sie davon? Ich denke, es unterstreicht die Bedeutung der landwirtschaftlichen Vielfalt. Zu, sich auf eine einzige Ernte zu verlassen, kann riskant sein. Welche Nutzpflanzen sind Ihrer Meinung nach heute unverzichtbar? Ich glaube, dass Getreide wie Reis und Weizen für viele Länder lebenswichtig sind. Definitiv. Sie bilden weltweit die Grundlage vieler Diäten. Es ist von entscheidender Bedeutung, unsere Nahrungsquellen und ihre Geschichte zu verstehen. Lektion 4. Fitnessmotivation. Hallo Anna,
Ich freue mich zu hören, dass du wieder fit wirst. Hallo John, ja. Motivieren wir uns gegenseitig auf dieser Fitnessreise. Wie sieht Ihre aktuelle Routine aus? Ich habe angefangen, morgens zu joggen. Es verleiht meinen Tag wirklich neue Energie. Und du? Ich versuche Yoga für mehr Flexibilität. Es beruhigt und hilft bei Stress. Machst du Dehnübungen? Ja, ich mache den Übungen vor und nach dem Joggen. Es beugt Verletzungen vor. Haben Sie irgendwelche Vorteile von Yoga bemerkt? Definitiv. Ich fühle mich entspannter und konzentrierter. Es ist auch großartig für meine geistige Gesundheit. Das ist großartig. Vielleicht können wir irgendwann mal ein gemeinsames Training ausprobieren. Was denken Sie? Das würde mir gefallen. Das Mischen unserer Routinen könnte Spaß machen und herausfordernd sein. Welche Art von Training macht dir Spaß? Ich mag hochintensives Intervalltraining. Es ist schnell und effektiv. Hast du es versucht? Ich habe es noch nicht getan, aber ich habe gehört, dass es großartig ist, um Kalorien zu verbrennen. Wir sollten eine Sitzung planen. Sicher. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen und Spaß zu haben. Lektion 5: Soziale Werte. Hallo Anna. Ich habe in letzter Zeit über soziale Verantwortung nachgedacht. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Was denken Sie? Ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren, anderen zu helfen und fair zu sein. Ich stimme zu. Es ist wichtig, jeden mit Freundlichkeit zu behandeln. Ja, und auch wir sollten zu unseren Werten stehen. Das stimmt. Starke Prinzipien leiten unser Handeln. Es geht darum, das Richtige zu tun, auch wenn es eine Herausforderung ist. Definitiv. Wir müssen uns in unseren Gemeinden gegenseitig unterstützen. Die Hilfe für Bedürftige schafft eine ausgeglichenere Gesellschaft. Ja, mit Einigkeit können wir so viel mehr erreichen. Ich hoffe, dass mehr Menschen diese Einstellung übernehmen. Lektion 6: Kuriose Gespräche. Hallo Anna, hast du von den Frauen in Wasser gehört, die fotografiert wurden? Hallo John, ja, ich habe etwas darüber gelesen. Sie wurden während des Sportunterrichts aufgenommen oder Genau. Es diente dazu, ihre Haltung zu überprüfen. Können Sie sich das vorstellen? für mich klingt es etwas seltsam. Warum sollten Sie das tun? Nun, die Körperhaltung ist wichtig für die Gesundheit, aber die Methode erscheint ungewöhnlich. Ja, ich frage mich, wie die Frauen das empfanden. Hatten sie eine Wahl? Das ist eine gute Frage. Gerade in solchen Situationen ist die Einwilligung entscheidend. Definitiv. Und wie hat die Gesellschaft das damals gesehen? Es war eine andere Ära, die Menschen hatten unterschiedliche Standards und Normen. Ich denke schon. Es wäre interessant, dies mit der heutigen Praxis zu vergleichen. Rechts. Heute konzentrieren wir uns mehr auf Komfort und individuelle Rechte. Das ist eine positive Veränderung. Apropos Veränderungen, haben Sie in letzter Zeit neue Workouts ausprobiert? Ja, ich habe ein tolles Online-Programm gefunden, das tägliche Workouts bietet. Welche,
Welche Art von Workouts bieten Sie an? Sie haben alles von Yoga bis hin zu hochintensivem Intervalltraining. Klingt vielseitig. Genießen Sie die Abwechslung. Absolut. Es hält mich motiviert und engagiert. Das ist der Schlüssel, um aktiv zu bleiben. Wie oft trainierst du? Ich versuche jeden Tag etwas zu tun, auch wenn es nur eine kurze Sitzung ist. Konsistenz ist wichtig. Sehen Sie irgendwelche Ergebnisse? Sicher. Ich fühle mich stärker und energiegeladener. Das ist fantastisch. Vielleicht sollte ich bei diesen Workouts mitmachen. Du solltest. Gemeinsam macht es mehr Spaß. Lektion 7. Dynamische Diskussionen. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals unterwegs etwas Wichtiges verloren? Hi John, ja. Einmal ist mir beim Gehen die Mütze direkt vom Kopf geflogen. Oh nein. Was geschah als nächstes? Es flog über den Bürgersteig und ich musste es die Straße entlang verfolgen. Hast du es rechtzeitig erwischt? Das habe ich. Es war allerdings etwas peinlich. Die wollte starten. Ich kann es mir vorstellen. Aber wenigstens hast du deine Mütze zurückbekommen. Ja, aber im Nachhinein war es ein lustiger Moment. Das stimmt. Manchmal können diese kleinen Missgeschicke später amüsant sein. Klar, haben Sie schon einmal ein ähnliches Erlebnis gehabt? Einmal öffnete sich der Reißverschluss meines Rucksacks und alle meine Bücher lagen überall herum. Oh Wurf, das muss chaotisch gewesen sein. Hast du es geschafft, sie alle zu sammeln? Ja, aber es hat eine Weile gedauert und ich war so nervös. Es ist erstaunlich, wie schnell etwas schiefgehen kann. Rechts. Aber diese Momente lehren uns, vorsichtiger zu sein. Tja, sie machen auch tolle Geschichten, die man später teilen kann. Absolut. Jedes Missgeschick wird zu einer Erinnerung, über die wir lachen können. Ich liebe diese Perspektive. Es macht das Leben angenehmer. Genau. Es kommt darauf an, wie wir diese Momente betrachten. Lasst uns weiterhin lustige Erinnerungen schaffen, auch wenn diese etwas umständlich sind. Vereinbart. Je mehr, desto besser. Lektion 8. Tapiollen und Verfolgungsjagden. Hi Anna, ist dir jemals etwas direkt vom Kopf geflogen? Hallo John, ja. Einmal ist mir beim Fahrradfahren die Mütze weggeflogen. Das klingt wild. Was hast du gemacht? Ich musste es die Straße entlang jagen. Es war ziemlich lustig. Hast du es rechtzeitig erwischt? Das habe ich. Es rollte über den Bürgersteig und ich fühlte mich wie eine Zeichentrickfigur. Das ist ein tolles Bild. Hat dich jemand gesehen? Ja, ein paar Kinder haben mich ausgelacht. Es machte mir aber nichts aus. Manchmal tut es gut, über uns selbst zu lachen. Hattest du noch andere lustige Momente wie diesen? Oh, auf jeden Fall. Einmal blieb mein Schal in einer Tür hängen. Oh nein. Was ist passiert?
Ich wurde fast zurückgezogen. Zum Glück konnte ich es gerade noch rechtzeitig befreien. Das klingt heftig. Es ist erstaunlich, wie alltägliche Dinge zu Abenteuern werden können. Ja, es macht das Leben interessanter. Und es gibt uns Geschichten zu erzählen. Meinen Sie, wir sollten vorsichtiger sein? Sicher, aber ein bisschen Schaus sorgt dafür, dass es spannend bleibt. Wahr. Außerdem hilft es uns, uns besser an diese Momente zu erinnern. Es, es ist ein Gleichgewicht zwischen Vorsicht und Spaß. Ich stimme zu. Das nächste Mal werde ich allerdings vorsichtiger mit meinem Hut sein. Lektion 9. Eisige Sprüche. Morgen, Anna, reist du bald ins Ausland? Hi John, ja. Ich fliege morgen nach London. Das ist aufregend. Was hast du dort vor? Ich möchte die Museen besuchen und die Parks erkunden. Klingt fantastisch. Waren Sie schon einmal in London? Nein, das ist mein erstes Mal. Ich kann es kaum erwarten, die Sehenswürdigkeiten zu sehen. Du wirst es lieben. Die Geschichte ist faszinierend. Ich habe so viel über den Tower of London gehört. Es ist definitiv ein Muss. Haben Sie eine Liste mit Sehenswürdigkeiten? Ja, ich möchte auch den Buckingham Palast und das British Museum sehen. Tolle Auswahl. Reisen Sie alleine oder mit jemandem? Ich gehe mit einem Freund. Es macht immer mehr Spaß, die Erfahrung zu teilen. Sicher. Außerdem können Sie gemeinsam Fotos machen. Ja, ich möchte jeden Moment festhalten. Was ist mit dir? Irgendwelche Reisepläne? Im Moment nicht, aber ich würde gerne eines Tages Japan besuchen. Daran klingt faszinierend. Was möchtest du dort sehen? Ich möchte die Tempel erkunden und authentisches Sushi probieren. Das hört sich köstlich an. Ich hoffe, dass du bald gehen kannst. Danke. Ich werde es zu meiner Reiseliste hinzufügen. Lektion 10. Spontane Abenteuer. Hallo Anna. Hast du schon einmal eine spontane Reiseentscheidung getroffen? Hallo John, ja. Einmal schloss ich einfach die Augen und wählte zufällig ein Ziel. Das klingt spannend. Wo bist du gelandet? Ich bin in Barcelona gelandet. Es war eine unglaubliche Überraschung. Wo? Das ist eine wunderschöne Stadt. Was hast du da gemacht? Ich habe die Architektur erkundet, insbesondere Gaudes Gebäude. Toll. Seine Arbeit ist so einzigartig. Haben Sie lokales Essen probiert? Ja, ich hatte Tapas und frische Meeresfrüchte. Es hat sehr gut geschmeckt. Ich liebe Tapas. Es ist toll, dass man von allem ein bisschen probieren kann. Ja, es macht das Essen zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Was ist mit dir? Irgendwelche spontanen Ausflüge? Einmal beschloss ich, für ein Wochenende in die Berge zu fahren. Das klingt erfrischend. Bist du wandern gegangen?
Ja, ich bin zu einem wunderschönen Aussichtspunkt gewandert. Die Aussicht war atemberaubend. Ich kann es mir vorstellen. Die Natur hat eine Art, unsere Herzen zu erobern. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Energie zu tanken. Apropos Abenteuer, wie wäre es mit einem Sushi-Abenteuer? Klingt nach einem Plan. Besorgen wir uns alles, was wir brauchen, und beginnen wir unser Sushi-Abenteuer. Ja, wir können frischen Fisch und Gemüse abholen. Und vergessen Sie nicht den Reis und die Algen. Rechts. Es ist für die Zubereitung von Sushi unerlässlich. Hast du es schon einmal gemacht? Ein paar Mal, aber ich lerne immer noch die Techniken. Ich auch. Es wird Spaß machen, gemeinsam zu experimentieren. Ich liebe es, in der Küche neue Dinge auszuprobieren. Ebenfalls. Machen wir es zu einem köstlichen Tag. Lektion 11: Einen fairen Preis aushandeln. Hallo Anna, ich muss einen Handwerker engagieren, der einige Arbeiten in meiner Wohnung erledigt. Haben Sie Empfehlungen, wie ich einen fairen Preis aushandeln kann? Ach, Preisverhandlungen. Das ist immer eine knifflige Situation. Mein Rat wäre, sich umzuschauen und Angebote von einigen verschiedenen Dienstleistern einzuholen. Guter Anruf. Ich habe darüber nachgedacht, mich einfach für das erste zu entscheiden, das ich gefunden habe, aber ein Preisvergleich ist wahrscheinlich ein kluger Schachzug. Definitiv. Scheuen Sie sich auch nicht vor Verhandlungen. Bei den Tarifen lässt sich oft Spielraum für eine gewisse Flexibilität finden. Okay, verstanden. Was ist also eine angemessene Preisspanne, auf die ich beim Stundensatz eines Handwerkers achten sollte? Nun, der gängige Tarif in diesem Bereich liegt normalerweise bei etwa 10 Yuan pro Stunde. Aber ich würde, wenn möglich, etwas niedriger anstreben, vielleicht 8 oder 9 Yuan. 10 Yuan pro Stunde? Wow, das scheint wirklich teuer zu sein. Ich hatte gehofft, mehr als 5 oder 6 Yuan zu zahlen. 5 oder 6 Yuan pro Stunde. Ich bin mir nicht sicher, ob es viele gute Handwerker gibt, die bereit sind, für diesen niedrigen Preis zu arbeiten. Sie haben recht. Ich schätze, da war ich etwas unrealistisch. 8 oder 9 Yuan pro Stunde klingen vernünftiger. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Zielbereich zum Schießen. Natürlich können Sie jederzeit etwas niedriger beginnen und sehen, ob Sie zu Verhandlungen bereit sind. Okay, danke für den Rat. Ich werde auf jeden Fall ein paar Angebote einholen und dann versuchen, irgendwo in diesem Switchboot von 8-9 Yuan pro Stunde zu landen. Klingt nach einem soliden Plan. Denken Sie daran, bei Verhandlungen höflich und respektvoll zu sein. Sie möchten einen fairen Preis finden, der für Sie beide funktioniert. Definitiv. Das werde ich mir merken. Verhandlungen können schwierig sein, aber ich bin froh, dass ich Ihre Anleitung habe, die mir bei der Bewältigung dieses Problems hilft. Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft, wenn Sie mit potenziellen Handwerkern Kontakt aufnehmen. Ich bin gespannt, ob Sie einen guten Preis erzielen können. Wird tun. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich durch diese Angelegenheit zu begleiten. Es ist gut, einen Überblick über den aktuellen Marktpreis zu haben, bevor ich anfange zu telefonieren. Beruf. Preisverhandlungen können entmutigend sein, aber informiert zu sein und taktvoll an die Sache heranzugehen, ist der Schlüssel. Ich bin mir sicher, dass du das großartig machen wirst. Danke, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet. Wünschen Sie mir viel Glück, wenn ich mich auf die Suche nach dem richtigen Handwerker für den Job mache. Viel Glück, John. Ich bin zuversichtlich, dass Sie einen zuverlässigen und preisgünstigen Handwerker finden werden.
Lassen Sie mich wissen, wie alles geklappt hat. Wird tun. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Bis später. Lektion 12: Stärken und Schwächen. Hi Anna, hältst du dich für einen Teamplayer? Hallo John, ja, ich bin ein großartiger Teamplayer. Es macht mir Spaß, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist in jedem Job wichtig. Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Teamplayer aus? Ich denke, gute Kommunikation ist der Schlüssel. Es hilft ein, auf dem gleichen Stand zu bleiben. Absolut. Genauso wichtig ist das Zuhören. Fällt es Ihnen leicht, anderen zuzuhören? Meistens ja, aber manchmal habe ich Probleme, wenn ich gestresst bin. Das ist verständlich. Stress kann es schwierig machen, sich zu konzentrieren. Was ist deine größte Schwäche? Ich neige dazu, etwas zu detailorientiert zu sein, was mich ausbremsen kann. Ich kann es nachvollziehen. Manchmal kann es ein zweischneidiges Schwert sein, ein Perfektionist zu sein. Ja, ich lerne, Qualität mit Effizienz in Einklang zu bringen. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie Strategien gefunden, die helfen? Ja, mir selbst Fristen zu setzen hat mir geholfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Tolle Idee. Es macht Sie verantwortlich. Wie sieht es mit Stärken aus? Ich bin anpassungsfähig und kann mit unerwarteten Veränderungen gut umgehen. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Anpassungsfähigkeit ist in der heutigen schnelllebigen Welt von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Es hilft sowohl in beruflichen als auch in privaten Situationen. Halten Sie es in Bezug auf persönliche Situationen für wichtig, über unsere Schwächen nachzudenken? Definitiv. Selbstreflexion kann zu persönlichem Wachstum führen. Gut gesagt. Es geht um Fortschritt, nicht um Perfektion. Lektion 13: Gesundheitsfragen. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie sich Krankheiten unterschiedlich auf Menschen auswirken? Hi John, ja. Einige Krankheiten sind sehr tödlich, während andere nicht so schwerwiegend sind. Genau. Es ist faszinierend, wie unser Körper auf verschiedene Krankheiten reagiert. Fest. Beispielsweise kann eine Grippe hart sein, ist aber in der Regel nicht lebensbedrohlich. Doch Krankheiten wie Krebs können sehr schwerwiegend sein und erfordern eine intensive Behandlung. Perf. Es ist wichtig, das Bewusstsein für die Schwere verschiedener Krankheiten zu schärfen. Glauben Sie, dass Bildung dabei eine Rolle spielt? Syluf. Je mehr wir wissen, desto besser können wir uns schützen. Und eine frühzeitige Erkennung kann einen großen Unterschied in den Behandlungsergebnissen machen. Perf. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen können helfen, Probleme zu erkennen, bevor sie schwerwiegend werden. Wie sieht es mit der Wahl des Lebensstils aus? Sie können unsere Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Sehr wahr. Eine ausgewogene Ernährung und Bewegung können vielen Krankheiten vorbeugen. Und die psychische Gesundheit ist genauso wichtig. Stress kann zu körperlichen Gesundheitsproblemen führen. Ja, es ist alles miteinander verbunden. Wir müssen uns um unseren Geist und Körper kümmern. Gut gesagt.
Es geht darum, einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz zu schaffen. Ich bin froh, dass wir darüber diskutieren. Es ist so ein wichtiges Thema. Definitiv. Auf dem Laufenden zu bleiben kann uns und anderen helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Lektion 14. Riskante Entscheidungen. Hallo Anna, hast du schon einmal davon gehört, dass jemand Glücksspiel macht, um seine finanziellen Probleme zu lösen? Hallo John, ja. Ich habe eine Geschichte über jemanden gelesen, der hoffte, auf diese Weise Geld zurückzugewinnen. Das ist eine riskante Entscheidung. Hat es bei ihr geklappt? Leider nein. Schon bald mussten sie und ihre Familie ihr Haus verkaufen. Das ist herzerreißend. Glücksspiel kann schwerwiegende Folgen haben. Ja, oft handelt es sich nicht um eine Lösung, sondern eher um ein Problem. Da fragt man sich, warum Menschen solche Risiken eingehen. Manchmal fühlen sie sich vielleicht verzweifelt und denken, dass dies ihre einzige Option ist. Wahr. Es ist wichtig, gesündere Wege zu finden, mit finanziellem Stress umzugehen. Da Budgetieren und Hilfe suchen kann viel effektiver sein. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie mit Geld sinnvoll umgehen? Definitiv. Das Setzen von Sparzielen hilft mir, konzentriert zu bleiben. Das ist eine tolle Strategie. Habt ihr Tipps zum Geldsparen? Ich versuche Impulskäufe zu vermeiden und erstelle vor dem Einkauf eine Liste. Schlau. Eine vorausschauende Planung kann uns wirklich dabei helfen, ein Budget einzuhalten. Und es ist auch befriedigend zu sehen, wie meine Ersparnisse mit der Zeit wachsen. Absolut. Außerdem sind Sie auf unerwartete Ausgaben vorbereitet. Ja, finanzielle Stabilität bringt Seelenfrieden. Das tut es wirklich. Ermutigen wir uns gegenseitig, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Lektion 15. Kreatives Sparen. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, wie du beim Kauf von Malutensilien Geld sparen kannst? Hi John, ja, darüber habe ich gerade nachgedacht. Was haben Sie vor? Ich habe von einer Möglichkeit zum Großankauf gehört. Wir könnten viel sparen. Das ist eine tolle Idee. Der Kauf in großen Mengen senkt die Kosten in der Regel erheblich. Genau. Außerdem würden uns die Vorräte nicht so schnell ausgehen. Was kennen Sie gute Geschäfte, die Mengenrabatte anbieten? Ja, es gibt einen Kunstbedarfsladen in der Innenstadt, der Sonderangebote hat. Eindrucksvoll. Wir sollten bald eine Reise dorthin planen. Definitiv. Es würde Spaß machen, es gemeinsam zu erkunden. Und wir können die Preise auch mit anderen Geschäften vergleichen. Guter Gedanke. Es ist immer klug, sich umzusehen. Außerdem finden wir vielleicht neue Materialien, mit denen wir experimentieren können. Ich liebe es, neue Künstlerutensilien zu entdecken. Es weckt Kreativität. Ebenfalls lassen Sie uns eine Liste mit dem erstellen, was wir brauchen, bevor wir losfahren. Tolle Idee. Auf diese Weise bleiben wir organisiert und konzentriert. Ja, ich freue mich auf unser Shopping-Abenteuer. Ich auch. Machen wir es zu einem produktiven und unterhaltsamen Tag.
Lektion 16. Budgetierung für Ausrüstung. Hallo Anna, ich denke darüber nach, einen neuen Rucksack für die Schule zu kaufen. Hallo John, das klingt nach einer guten Idee. Wie hoch ist Ihr Budget? Ich möchte es unter $50 halten. Das liegt innerhalb meines Budgets. Großartig. Schauen wir uns gemeinsam die Optionen an. Sicher. Ich habe einige online gesehen, die gut aussehen. Eindrucksvoll. Haben Sie einen bestimmten Stil im Sinn? Ich bevorzuge etwas Einfaches und Funktionelles, vielleicht in Schwarz. Schwarz ist eine klassische Wahl. Es passt zu allem. Genau. Und es lässt sich nicht so leicht verschmutzen. Guter Punkt. Sind Sie auf der Suche nach Besonderheiten? Ja, ich benötige ein gepolstertes Fach für meinen Laptop. Das ist wichtig zum Schutz. Was brauchen Sie noch? Ein paar zusätzliche Taschen zur Organisation wären toll. Definitiv. Es hilft, alles an seinem Platz zu halten. Schauen wir uns jetzt online die Rucksackoptionen an. Hört sich gut an. Ich helfe Ihnen, die besten Angebote zu finden. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Hilfe. Kein Problem. Es macht immer Spaß, neue Ausrüstung zu kaufen. Vereinbart. Mal sehen, was wir finden können. Lektion 17. Aktiv bleiben. Guten Morgen, Anna. Bist du in letzter Zeit körperlich aktiv geblieben? Hi John, ich versuche es, aber manchmal vergesse ich, mich zu bewegen. Ich verstehe. Das Leben kann hektisch sein. Was tun Sie normalerweise, um aktiv zu bleiben? Ich gehe gerne spazieren und mache manchmal Yoga zu Hause. Das ist großartig. Yoga ist perfekt für Flexibilität. Ja, es hilft mir auch wirklich, mich zu entspannen. Ja. Ich jogge gerne im Park, aber ich muss konsequenter sein. Joggen ist eine fantastische Möglichkeit, sich fit zu halten. Was hält dich zurück? Manchmal fühle ich mich nach der Arbeit zu müde, um auszugehen. Das verstehe ich. Vielleicht könnten Sie stattdessen morgens gehen. Das ist eine gute Idee. Der Morgen könnte weniger hektisch sein. Außerdem ist es erfrischend, den Tag mit etwas Bewegung zu beginnen. Genau. Ich sollte eine Morgenroutine einrichten, um es einzubeziehen. Das klingt nach einem Plan. Wir können uns gegenseitig ermutigen, aktiv zu bleiben. Ich liebe das. Mit einem Kumpel ist es immer einfacher. Bitte lassen Sie uns die Verpflichtung eingehen, uns jede Woche mehr zu bewegen. Vereinbart. Auf einen gesünderen gemeinsamen Lebensstil.